Nur noch Bio, nur noch offene Ställe. Ausgerechnet der Discounter Aldi will zum Vorreiter in Sachen Tierwohl werden. Wir können den Anfang machen, aber um Deutschland vollständig in Sachen Tierwohl und Nachhaltigkeit zu verändern, muss sich die gesamte Branche ändern. Ein Plan, der alles auf den Kopf stellt. Die Mitbewerber von Aldi müssen jetzt natürlich reagieren und mit ähnlichen Mustern an den Markt gehen. Max fragt sich, werbewirksames Versprechen oder die Revolution auf dem Fleischmarkt? Wer bei Aldi in die Fleischregale schaut, sieht seit 2019 direkt auf der Verpackung des Fleisches, wie die Tiere gehalten wurden. Momentan am häufigsten zu finden rote oder blaue Siegel. Die stehen vereinfacht gesagt für viele Tiere auf engem Raum, Standardbedingungen in deutschen Ställen. Das will Aldi jetzt ändern. Ein Interview gibt es dazu nicht. Stattdessen hat uns der Discounter dieses selbstgedrehte Material zur Verfügung gestellt. Bis 2030 stellen wir vollständig auf die Haltungsform 3 eine Tierhaltung mit Zugang zu Frischluft und Außenklima und auf die Haltungsform 4 die vollumfängliche Biohaltung um. Bislang werden nur 15% des Fleisches aus den besseren Haltungsstufen verkauft. Künftig sollen es also 100% werden. Geht das überhaupt? Das soll er uns beantworten. Norbert Klapp ist Schweinezüchter im nordhessischen Marsfeld. Bis vor kurzem wurden seine Schweine alle, so wie diese, ohne offenen Stall und Stroh gehalten. Das soll es nach Aldi so künftig nicht mehr geben. Eine Herkulesaufgabe für den Landwirt. In diesem Stall ist es relativ schwer bis unmöglich, den umzubauen. Das ist ein Stall, wie er bis vor 10 Jahren auch noch gefördert worden ist und Stand der Technik war. Und hier wir können nicht einfach eine Außenwand rausreißen und dann sagen, das ist jetzt ein Außenklimastall und hier sind keine Tore drin, wo man Stroh misten kann, also sehr schwierig. Ich müsste das Gebäude hier quasi aufgeben und müsste mir hinter diesem Gebäude ein neues Gebäude bauen. Und so geht es nicht nur Norbert Klapp, sondern den allermeisten Landwirten in Deutschland. Wie einschneidend die Veränderung auf dem Fleischmarkt sein wird, erzählt uns Klaus-Martin Fischer. Er arbeitet für das Beratungsunternehmen Ebner Stolz und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Fleischindustrie. Nach eigenen Angaben haben Aldi Nord und Süd einen Marktanteil von 24% beim Frischfleisch. Wenn das Schwergewicht mehr Tierwohl ankündigt, geraten auch andere Discounter und Supermärkte unter Druck. Es müssen jetzt alle Wettbewerber reagieren und tun dies auch schon nach Kräften. Schon am nächsten Morgen nach der Ankündigung von Aldi sind alle letztendlich an die Öffentlichkeit gekommen. Aldi ist weder der erste noch der einzige Händler, der auf Fleisch aus niedrigen Haltungsformen verzichten will. Bedeutet das das Ende des Billigfleischs und ist es die Revolution auf dem Fleischmarkt? Ob es eine Revolution ist, soweit würde ich nicht gehen. Aber es ist auf keinen Fall eine Marketingaktion. Da steckt viel mehr drin. Das ist ein großes Teil aus einem ganzen Bündel an Nachhaltigkeitsmaßnahmen, mit dem sich die Gruppe klar differenziert. So etwas wird natürlich gut und professionell kommuniziert. Wenn der Handel umstellen will, müssten zuerst Landwirtinnen und Landwirte umstellen. Wir treffen den Präsidenten des Hessischen Bauernverbands, Carsten Schmal. Ist das Umsatteln zu mehr Tierwohl für alle überhaupt machbar? Wir als Landwirte befinden uns ja immer im Prozess der Veränderung. Und wenn jetzt Aldi mehr Tierwohl haben will, dann sind wir mit Sicherheit auch in der Lage, mehr Tierwohl zu bringen. Doch ein Problem sieht er dabei: den Zeitrahmen. In 9 Jahren hat Aldi kundgetan, man will Frischfleisch in den Haltungsformen 3 und 4 nur noch von den Landwirten beziehen. Ich denke, das ist sicherlich ein Problem. Wir werden nicht in Gänze in der Lage sein, in so einem kurzen Zeitraum komplett umzustellen. Das ist ja mit sehr hohen Investitionen in Tierwohl verbunden. Das bestätigt auch Norbert Klapp. Er hat in diesem Jahr bereits investiert, gefördert vom Staat. Ein Teil seiner Tiere lebt bereits im Stall mit Außenklima und Stroh. Für 100 weitere Tiere müsste er bzw. neu bauen. Hinzu kommen würden seine Ferkel und die Muttersauen. Die Kosten pro Ferkel im größeren Stall mit Außenklima und auf Stroh ca. 500 €. Norbert Klapp hat 2000 Ferkel. Das wären nur für die Jungtiere Kosten von rund 1 Million €. Aldi verspricht den LandwirtInnen für die Investitionen langfristige Liefervereinbarungen. Wir geben unseren Landwirten und Verarbeitern über Jahre hinaus Planungssicherheit und einen sicheren, starken, verlässlichen Absatzkanal für Tierwohlware. Landwirt Norbert Klapp weiß noch nicht so recht, was er von den Versprechen halten soll.
Er sieht seinen neuen Stall als Versuchsballon und weiß, dass die Umstellung des gesamten Betriebs ein gewisses Risiko darstellt. Im Moment werden 5-Jahresverträge geboten. Das ist für den Handel auch schon lang, muss man auch sagen. Die legen sich ja ungern länger fest. Ne? Aber wir reden halt über Abschreibungszeiträume von 20 Jahren bei so einem Gebäude. Ne? Und dann ist halt die Frage, inwieweit die Kollegen bereit sind, da in Vorleistung zu gehen. Und in 8 Jahren ist ein anderes Management bei Aldi dran. Dann sagen die, na, wir haben das mal gemeint, aber das wollen wir jetzt dann doch nicht so haben. Die Revolution auf dem Fleischmarkt? Jein. Aldi hat zwar große Pläne, aber das zählt bislang nur für Frischfleisch. Tiefkühlware und verarbeitete Wurstwaren sind ausgenommen. Tja, super viel erfahren. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, kann ich euch dieses Video hier empfehlen. Und hier unten gibt es noch mehr von Max. Und wenn ihr gar nichts mehr verpassen wollt, einfach hier unten abonnieren und am besten auch noch mal die Glocke aktivieren. Also, bis zum nächsten Mal.